Was hat Sie dazu bewegt, sich so intensiv mit Cannabis zu befassen? Kurz zusammengefasst, 3 Gesichtspunkte. Mein Vater war schwerer Alkoholiker mit den bekannten Folgen. Er starb mit 11. Zeitgleich rutschte mein Bruder in die Cannabis-Szene ab. Das war vor 50 Jahren und ist schließlich zu 4 Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, was er heute nicht gekriegt hat. Das hat mich geprägt fürs Leben, aber nicht nur das. Ich wurde dann vor 30 Jahren Richter und muss heute nun Menschen wie meinen Bruder verurteilen, nur weil sie ein paar Gramm Cannabis in der Tasche hatten. Ich sollte sie stigmatisieren, ich sollte sie kriminalisieren und dagegen habe ich mich gewehrt. Ansonsten war ich immer schon ein Freiheitskämpfer, wie Sie sehen. Bin ich rothaarig, sieht man nicht mehr so gut. Rothaarig waren früher auch immer eine Minderheit, heute natürlich noch immer, aber heute eine geliebte Minderheit. Und ja, da merkt man schon, dass die Verfolgung des Staates in manchen Bereichen nicht so richtig war. Und ich bin froh, dass ich meinem Leben der Teil Entkriminalisierung gewidmet habe, beziehungsweise aus meiner Geschichte musste. Es war auch eine Rehabilitierung meines Bruders. Ja. Sehr interessant, ja. In meinem Fall, ich hatte keine solche derartige Erlebnisse. Klar, ich bin irgendwann im jungen Alter dazugekommen zum Cannabis oder eine gewisse Affinität dann dazu entwickelt, jetzt aber auch nicht überwältigend jetzt irgendwie viel konsumiert oder irgendwas. Und irgendwann habe ich natürlich dann angefangen, Markus Storz zu treffen und eine Firma gegründet. Dann ist das Cannabis zentral geworden als Thema, logisch, und dann immer auch der legale Umgang. Und klar, wir sind natürlich von der Grundeinstellung oder Hilfsmittelanstellung liberal. Ja, ich glaube, dass die Eigenverantwortung und die Selbstentscheidung wichtig ist. Auch wenn manche Leute vielleicht die falsche Entscheidung irgendwo treffen, aber es ist ihre Entscheidung. Ja, man muss ihnen nicht alle Entscheidungen abnehmen. Ja, und klar, und die Strafverfolgung, die war natürlich ja auch, und gerade bei uns in Süddeutschland war das ja noch ein bisschen ausgeprägter. Ja, genau, da kennt man das, oder? Und das einfach war oft schwierig, auch bis heute noch, also bis vor der Legalisierung noch viele Jugendliche dann keinen Führerschein machen können und lauter solche wirklich relativ harte Sanktionen für kleine Vergehen. Und von dem her ist es schön, dass es jetzt eine andere Situation ist. Ja, damit wollte ich nicht mitgehen. Ich kenne das ja auch aus eigener. Ich bin ein bisschen älter wie Sie, glaube ich. Sieht man, ja, okay, an den Verhalten. In meiner Kindheit oder Jugend, also ich habe selber erst zum ersten Mal gekifft mit 19, nachdem ich vorher Kiffen geübt habe, indem ich irgendwie mir eine Schachtel Zigaretten gekauft habe. Ja, so, ich konnte nicht inhalieren. Und aber was ich aus dieser Zeit noch mit habe, ist, dass ganz, ganz viele junge Leute damals verfolgt wurden, Hausdurchsuchungen gemacht wurden. Und all das hat mich natürlich geprägt. Und ich wollte natürlich auch, dass ich frei bin. Und heute habe ich Pflanzen zu Hause stehen. Heute kann ich sagen, ja, ich kiffe. Früher, während meiner ganzen Zeit, habe ich immer gesagt, für die Presse, ich möchte kiffen dürfen. Deswegen laufe ich auf dieser Demonstration, deswegen rufe ich auf und so weiter. Ich habe nie gesagt, ich kiffe, außer ab 2017 etwa, als Cannabis zur Medizin wurde. Gab es einen Moment, der Ihnen zeigte, dass sich beim Thema Cannabis etwas ändern muss? Ja, das wurde mir zum ersten Mal im Firmenunterricht bewusst. Und da war ich 14 Jahre alt, mein Bruder zwischenzeitlich inhaftiert und ich hielt einen Vortrag über Resozialisierung. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich bereits, dass ganz, ganz viel Unrecht in Sachen Cannabis geschehen ist und weiter geschieht. Und das ist jetzt, wie man sieht, 50 Jahre her. Ja, also in meinem Fall war es eigentlich schon in der Realschule, gab es eine Aufklärung über Drogen, da war die Polizei da. Und da wurden alle Drogen einfach zack in eine Ecke gestellt. Da wurde keinerlei Differenzierung, ob das Cannabis oder Heroin ist. Das wurde nicht.
Und in der Zeit, wo wir jung waren, da war Heroin ja relativ weit verbreitet. Bei uns in der Schweiz, Zürich, da war das eine offene Szene. Da sind viele Leute dran gestorben. Und man hat das alles vermischt. Und da haben wir gedacht, hey, das, was man hier erzählt, das stimmt nicht. Das war also mit 16, 17, 18, wo man merkt, hey, also irgendwas ist hier faul. Und das war also mein... Das war die These der Einstiegsdroge. Ja, genau. Und die ist nicht haltbar. Die war nie haltbar und wurde immer wieder benutzt. Wird die jetzt langsam nicht mehr so viel, weil die Politiker, die gegen eine Entkriminalisierung sind, mittlerweile auch wissen, dass sie sich dadurch lächerlich machen. Wie bewerten Sie die Teillegalisierung juristisch? Wo sehen Sie Risiken oder Widersprüche? Ganz kurz zusammengefasst, ich bewerte sie erstmal als gut. Ich bin zufrieden. Dieses Cannabisgesetz hat natürlich Mankos. Zum Beispiel, wenn ich selber meine 3 Pflanzen zu Hause habe und ich habe Nachbarn, ich habe Kinder und so weiter, die keinen grünen Daumen haben, die auch mal Cannabis probieren wollen, wie andere eine Flasche Wein. Denen darf ich nichts abgeben. Ich darf noch nicht mal mit meiner eigenen Tochter, die jetzt 34 Jahre alt ist, den Joint wechseln. Es gibt in diesem Cannabisgesetz natürlich Sachen drin, wo ich nur mit dem Kopf schüttel. Insgesamt bin ich zufrieden, dass Menschen selber anbauen dürfen, dass Menschen in Cannabis-Social-Clubs gehen dürfen und dass auch über die Telemedizin ganz viele Menschen, die keinen grünen Daumen haben, ja, jetzt sich versorgen können, solange wir noch keine Fachgeschäfte haben und keine Abgabe in Apotheken. Es gibt da viele Geschichten, die sind sehr zweifelhaft. Auch bestimmte Grenzregelungen, 25 Gramm. Darf man mit sich führen? Was ist mit 30 Gramm? Was ist mit dem Transport von einer Wohnung in die andere? Also ich könnte jetzt, aber dafür würde ich das hier sprengen, ja, etwa einen 15-minütigen Vortrag darüber halten, was nicht alles richtig ist. Aber kein Gesetz ist am Anfang perfekt gewesen. Es wird sich langsam aber sicher zu einer Volllegalisierung ausbreiten. Da bin ich mir sicher. Und mit guten Aspekten im Jugendschutz, der sehr wichtig ist. Ja, der ist auch noch nicht perfekt, aber der wird perfekter gemacht werden. Aus Unternehmersicht, ja, also auf jeden Fall das Wichtigste, Cannabis ist kein Betäubungsmittel mehr. Das Gesetz ist aus meiner Sicht viel besser als sein Ruf. Ja, alle machen, da gibt es ein paar Widersprüche und die 50 Gramm zu Hause sind zu wenig und da gibt es solche Dinge. Aber insgesamt, ich meine, das war einfach das, was möglich war. Ich glaube, jeder Schritt mehr wäre einfach nicht mehr durchgegangen, hätte zu viel Widerstände hervorgerufen. Von dem her ist das toll gemacht eigentlich. Ja, der Eigenanbau ist da, das ist sehr wichtig trotzdem zu Hause. Und damit normalisiert sich Cannabis. Für uns als Unternehmen, klar, man werben dürfen wir immer noch nicht, das ist ja okay, aber es ist einfach so, die Branche, man sieht es ja hier in der Mary Jane, ein Haufen Leute, viele Diskussionen, vieles normalisiert sich, die Leute interessieren sich eben über gesundere Konsumformen, wie wir sie anbieten, über die Verdampfung anstatt zu rauchen. Und da ist natürlich jetzt viel mehr los. Vor 2 Jahren war diese Messe ja noch eine ganze Ecke kleiner. Ja. Ich war schon vor 8 Jahren auf der Mary Jane. Genau, und das ist einfach, das ist jetzt die weltweite Leitmesse hier, was hier jetzt stattfindet in Deutschland. Ja, das ist also wirklich gar nicht zu unterschätzen, was man da erreicht hat mit diesem Gesetz. Herr Bickel, wissen Sie, als es im Bundestag verabschiedet wurde, bin ich rausgegangen und meine Töchter warteten vor der Tür. Die fingen mich mit einem Blumenstrauß, ja, und einem Schild, ja. Und die sind mir in den Arm gefallen. Das sind gar keine Cannabiskonsumenten. Und ich habe geheult. Und als es durch den Bundesrat gegangen ist, auch mit den Mankos, ich habe geheult. Und hier sitzen Leute aus der Wirtschaft, die sagen, ja, wie viele Arbeitsplätze hat dieses Gesetz bereits jetzt geschaffen? Wie viele Steuereinnahmen gehen jetzt zum Fiskus? Und. Das ist eine großartige Geschichte. Ich sage Ihnen auch, Sie waren auch eine der ersten Firmen, ja, die Cannabis-Bewegung mit unterstützt haben. Dafür sage ich als Cannabis-Aktivist und Freiheitskämpfer, Menschenrechtler auch an dieser Stelle Danke.
Ja, also genau, das ist richtig. Also für uns war das von Anfang an wichtig. Aber natürlich auch der Dank an Sie mit Ihrer Aktivität. Sie waren natürlich sehr wichtig, oder? Sie sind viel rumgereist, Buch geschrieben, überall präsent gewesen als Richter. Das war natürlich eine wichtige Stimme aus diesem Bereich. Der läuft mir jetzt wieder kalt über den Arm. Also, Ich hier permanent und jedes Mal kriege ich dann immer irgendwie so, ach Herr Müller, wir danken. Und wenn jemand kommt, der krank ist, wie gestern, der sagte, und ich habe ihn gesehen, er war Spastiker und sagt, dank Ihnen kann ich zu Hause selber anbauen. Ja? Und da geht es mir wirklich so emotional völlig nah. Dann nehme ich ihn im Arm und er drückt mich und so weiter. Das ist schon schön. Ist doch schön, also wirklich, Sie waren ein großer Teilhaber an dieser ganzen Bewegung und wir haben da auch mitgemacht. Wir haben ja auch mitgemacht im Sinne von unseren Medizinprodukten, um auch darzustellen, hey, man muss es nicht rauchen, es ist keine Medizin, die man rauchen muss. Man kann sie inhalieren, man kann da ein ganz normales Medizinprodukt, alles ist validiert, ist getestet daraus machen. Es ist jetzt noch schaffen, die Nikotiniker wie mich rein auf Cannabis zu bringen. Das wäre großartig. Dann arbeiten wir mal dran. Wie stehen Sie zur Kritik an der Telemedizin im Cannabisbereich? Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich finde, das ist eine Säule. Der Gesetzgeber hatte das sicherlich im Auge. Und Telemedizin, warum nicht? Über Telemedizin gibt es verschiedene Geschichten. Ja, man kann alles Mögliche über Telemedizin bekommen. Man kann auch ganz härteste Schlafmittel direkt aus der Apotheke beziehen. Ich habe keine Probleme mit Telemedizin. Vielmehr freue ich mich darüber, dass Menschen nicht auf den Schwarzmarkt müssen, dass Menschen nicht in ihrer dunklen Ecke kaufen können, sondern einfach zu einer Apotheke mit Hilfe der Telemedizin laufen können und dort sagen, ich möchte A, B, C, D. Ich möchte Cannabis gemischt, CBD, THC, ich möchte was zum Einschlafen, ich möchte was für meine Krankheit, dies oder jenes. Die Kranken waren immer ganz wichtig und die Patienten waren total wichtig. Die haben auch die Teillegalisierung vorangetrieben. Und insofern habe ich überhaupt keine Probleme. Und genau, also ich bin ganz Ihrer Meinung, absolut. Ich verstehe die Kritik auch da nicht. Ich meine, ich kann Cannabis besitzen, ich darf es konsumieren, ich darf es anbauen, ich darf es im Social Club holen. Und jetzt soll das große Problem sein, wenn ich ein Rezept dafür bekomme. Da soll das ein großer Missuse oder irgendwie, also ein Missbrauch da sein, den sehe ich auch nicht. Das ist wieder eine Gängelung von vielen Millionen Menschen, die man da anstrebt, die zu ihrem Hausarzt gehen. Die sind sowieso überfüllt, die Hausärzte. Die Praxen sind voll. Und jetzt sollen noch die gesamten deutschen Cannabiskonsumenten eventuell zu Hausärzten gehen, 10 Minuten sagen, ich habe Schlafprobleme und nochmal 10 Minuten, mein Magen funktioniert besser, wenn. Das ist absurd, was da von manchen Leuten kommt. Aber es dient dazu, wieder eine große gesellschaftliche Gruppe so ein bisschen zu regulieren, ohne, und das sage ich so ganz deutlich, ohne Sinn und Verstand. Ich habe der Gesundheitsministerin, ich habe ja Accounte, da habe ich geschrieben, so liebe Frau neue Gesundheitsministerin, ich würde Sie gerne zum Kaffee einladen und Ihnen mein Fachwissen und Expertise geben und so weiter. Zum Kaffee dazu noch Kuchen und so. Ja, also wenn die wirklich mit Experten, auch mit Ihnen reden würden, dann würden Sie die Telemedizin nicht einschränken. Was Sie vielleicht machen würden, Sie würden sie abschaffen, weil Sie überall legale Möglichkeiten haben. Aber wenn Sie das nicht wollen, dann soll es bei der Telemedizin bleiben und das ist gut und richtig. 100% Zustimmung. Was sagen Sie? Wird die neue Regierung das Cannabisgesetz ändern? Also meine Prognose ist optimistisch im Sinne, dass nicht viel passiert. Ja. Ich glaube, erstens mal, es kommt erstmal die Evaluierung. Ich glaube, die Evaluierung wird zeigen, dass keine großen Probleme aufgetaucht sind. Wir sind keine bekannt. Wir sind keine, also wenn man auch diese Kritik, die wir gerade besprochen haben, Telemedizin, jetzt wenn da jemand das sich mehr oder weniger selbst verschreibt, aber was ist das Problem, wo ist denn der Geschädigte, wo ist denn eigentlich der gesellschaftliche Schaden oder irgendwas, den man regeln will, außer
es geht gegen die eigene Ideologie. Also von dem her glaube ich, so meine Hoffnung ist ein bisschen, dass sich die Regierung am Schluss nicht einigt, auf was sie ändern möchte. Die CSU möchte, dass es wieder Förderungsmittel wird. Nach vorne Pilotprojekte, die CDU steht dazwischen. Also ich hoffe, es ist kein wishful thinking, aber ich glaube, am Schluss passiert erstmal gar nichts und das Ganze bleibt, wie es ist. Und das ist wäre im Moment ein großer Erfolg. Was soll ich da noch ergänzend hinzufügen? Das ist so, ja. Wenn man da rational rangeht, rational und wirklich im Interesse der Bürger, und zwar aller Bürger auch durch die Steuereinnahmen, dann darf man es nur positiv für Millionen von Cannabiskonsumenten verändern. Aber nicht nochmal wieder reingehen und sagen, wie Herr Söder, das muss abgeschafft werden. Das ist absurd, Herr Söder. Welche Rolle spielen Aufklärung und Risikominimierung in der aktuellen Debatte um den kontrollierten Konsum und inwiefern fügen sich unsere Geräte in dieses Konzept ein? Ich finde, Risikoaufklärung in Sachen Jugendschutz ist zu wenig. Es reicht nicht aus, dass Polizeibeamten in die Schule gehen wie früher. Ja, wir hatten das, ja. Sondern da müssen wirkliche Fachleute rein, die auch Ahnung von Cannabis haben, die auch selber gekifft haben bzw. konsumieren. Da kann man mehr machen, aber es geht nur um Risiko bei Jugendlichen. Das muss man erst mal sehen. Dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, Cannabis zu konsumieren. Viele, ich glaube immer noch leider Gottes, die meisten konsumieren mit Nikotin und konsumieren deshalb auch mit Nikotin, weil sie eben hochgradige Nikotiniker sind. Also ich kann Ihnen sagen, auch hier die Produkte sind sehr, sehr wichtig. Hier von Venti, Storz und Wickel haben verschiedene Produkte, die sind gut. Ich persönlich, vielleicht mache ich es persönlich. Ich habe von Ihnen mal vor 7 Jahren ein Geschenk bekommen in einer Zeit, wo ich mir das Rauchen, also Nikotin, abgewöhnen wollte. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Meine Kinder, also Kinder, die sind meine Kinder, aber die sind jugendlich, die wollen natürlich, dass der Papa noch lange lebt. Und dass Papa möglichst, wenn er denn abends vor dem Schlafen konsumiert, ja, gleich nach dem Konsumieren mit dem richtigen Cannabis und ohne Nikotin ins Bett fällt oder vor den Fernseher. Ja, also insofern ist insbesondere das Vaporisieren natürlich für viele Konsumenten was Gutes. Und da waren Sie ja wohl Vorreiter, oder? Ja, genau. Die Konsumform ist wichtig, auch wie Sie sagen, was die Aufklärung angeht. Diese Präventionsbeauftragten bei den Social Clubs ist eigentlich eine gute Sache, weil das sind Leute, die wirklich selber konsumieren, wie Sie sagen. Das Leute sind die Ermahnung, die sehen auch ihre Mitglieder und so weiter. Also das finde ich, da kommen gute Konzepte zusammen. Das ist gut. Und natürlich die Konsumform ist natürlich wichtig. Klar, Rauchen ist natürlich einfach ein schädlicher Vorgang mit oder ohne Nikotin. Mit Nikotin ist vor allem hier in Europa verbreitet, ja, hier in Deutschland. Nordamerika kennt man das gar nicht, ja, da wird das alles pur. Aber selbst wenn ich es pur rauche, habe ich zwar Nikotin weg, aber verbrennen tue ich es immer noch. Ja, unsere Geräte, klar, die lösen die Wirkstoffe, ohne dass das Kraut verbrannt wird. Das ist der große Vorteil von unseren Geräten und dadurch habe ich halt keine Verbrennungsrückstoffe. Ich habe einen viel besseren Geschmack dabei, ich kann es auch besser dosieren, besser reproduzieren. Also habe einfach zahlreiche Vorteile aus der Verdampferei. Das ist unser Angebot an den Markt, aber es ist schon richtig, viele rauchen noch. Aber ja, ich glaube auch hier wird eine Entwicklung stattfinden. Die Leute beschäftigen sich mehr damit oder beschäftigen sich auch mit eben anderen Konsumformen. Wir sehen es ja hier, wie viele Leute hier jetzt ausprobieren. Wir haben hier von morgens 11 bis abends 8 ist hier der Stand von den Leuten, testen das aus. Ist ja auch schön, dass das möglich ist, eben, dass es jetzt Leute hier selber testen können. Das ist einfach sehr gut und können sich dann überzeugen davon. Herr Wicke, beim nächsten Mal, wenn wir zusammentreffen, bringen Sie mir bitte das Vaporisieren bei. Ja, heute hier ist ein bisschen zu viel. Ja, aber ich glaube, ich muss das erst mal lernen. Ich bin sowieso nicht technikaffin. Und dann, wie ich das mache, mein Cannabis kann ich ja selber mitbringen. Ja, und irgendwann werden wir das so machen. Ja, was ich noch zu ergänzend sagen will. Ja, wir brauchen natürlich insbesondere bei Jugendlichen noch eine ganz andere Präventionsarbeit.
Aber wir müssen hingehen und zu einer Drogenmündigkeit gelangen. Man muss ihnen erklären, dass zu viel konsumieren und falsch konsumieren ja für sie auch schädlich sein können. Das gilt nicht für Erwachsene. Und da müssen Leute rein, meinetwegen aus den Cannabis-Social Clubs, die wirkliche Ahnung haben, die vertrauenswürdig sind. Und das wäre eine gute Präventionsarbeit. Und jeder Mensch, der mit ihren Vaporisatoren, mir fällt das fast schon schwer, das zu sagen, ja, vom Nikotin runterkommt, dem haben sie schon gesundheitlich so viel geholfen. Wissen Sie, es war mal eine Zeit, ich erzähle Ihnen das. Da wollte ich auch wieder. Ich wollte alles. Ich wollte keinen Alkohol mehr trinken. Ich wollte nicht mehr Zigaretten rauchen. Ja, die sind ja auch arschteuer im Verhältnis zu Cannabis. Ja, und so, dann habe ich mir gesagt, okay, das Einzige an Glücksmoment, was du dir nach einem arbeitsreichen Tag gönnst, ja, ist ein kleiner Joint. Habe ich auch gemacht. Alkohol hat geklappt. Ja, kein Alkohol mehr. Aber dadurch, dass ich immer wieder Nikotin dazu hatte, habe ich ja relativ schnell wieder zu Zigaretten gegriffen. Beim nächsten Mal mache ich es mit Vaporisatoren. Also in meinem Fall, ich habe vor 25 Jahren das Rauchen aufgehört, ja, und wusste dann nicht, wie konsumieren und bin dann einer der ersten Kunden geworden hier von Markus Sterz, der mal den Volcano entwickelt hat, haben wir damals eingekauft. Und dann ein Jahr später haben wir dann zusammen die Sterz & Bickel GmbH dann gegründet und haben dieses Unternehmen dann zusammen aufgebaut. Aber ich bin übers Nichtrauchen eigentlich überhaupt da dazugekommen. Übers Nichtrauchen. Weil ich Rauchen aufgehört habe und eine alternative Applikationsform gesucht habe, wurde ich einer der ersten Kunden. Ja. Haben Sie Glück gehabt, ne? Ja, bei mir hat es noch nicht geklappt, aber vielleicht mit Ihrer Firma schaffe ich das auch noch, dann Das ist wäre auf jeden Fall möglich. meine Mädels glücklich und meine Frau noch glücklich, ja. Dann braucht ihr nur 1, 2 Züge, würde nicht das Wohnzimmer voll stinken. Ja, genau. Ja, und das wäre, ja. Ich merke, es ist schon tolle, ich merke mir das alles. Ja, genau. Ich denke heute Abend noch mal drüber nach. Genau, gut. Last but not least, wie sähe ein Cannabisgesetz Ihrer Wahl aus, wenn Sie es morgen ändern könnten? Wenn ich morgen Chef von Deutschland wäre, würde ich sagen, das Cannabisgesetz würde ich völlig verändern. Und zwar, ich würde freie Abgabestellen schaffen, die Ärzte mit einbeziehen, wenn sie den wollen, aber keinen Konsumenten dazu zwingen, ja, irgendwie noch irgendwelche bürokratischen Geschichten zu machen. Ich würde die Cannabis-Social Clubs entbürokratisieren. Und ich würde natürlich sagen, jeder Mensch, der Cannabis hat, darf es auch weitergeben. Wie ich meine Flasche Wein verschenken darf, darf ich auch mein Cannabis, was ich selbst angebaut habe, verschenken. Also ich stand immer für völlige Freigabe, analog Kanada, analog mehrerer Staaten in den Vereinigten Staaten. Und das wird irgendwann kommen. In Kanada ist man angefangen, in Kalifornien angefangen, auch mit fast so ähnlich mit Telemedizin. Ja? Und dann hat man gemerkt, warum geben wir es denn nicht frei? Das wird noch ein paar Jahre dauern. Das ist mein Ziel und das würde ich machen, wenn ich Kaiser von Deutschland wäre. Sehr gut. Ja, natürlich ist auch als Firma unser Ziel, aber auch mein persönliches Ziel genau das Gleiche, die völlige Freigabe von Cannabis mit möglichst wenig Regulierungen. Im Moment, wenn man das Gesetz selber anguckt, wenn man da kleine Stellschrauben hat, ist richtig, wie Sie sagen, die Weitergabe und natürlich die 50 Gramm zu Hause als Besitz. Da ist die Frage, ob da überhaupt eine Grenze sein muss. Also Alkohol darf ich mir auch den Keller vollstopfen bis unter das Dach. Was soll das? Wenn da jemand meint, er muss 10 Kilo im Keller haben, dann soll er sie halt haben. Sie werden nur immer schlechter von alleine. Es ist kein Langzeitprodukt, also das ist einfach unnötig, überhaupt da Leute in den Keller reinzugucken. Gleich abschließend, wenn mein Vater früher, vor 53 Jahren, statt gesoffen gekifft hätte, abends mit meiner Mutter auf dem Sofa und meinetwegen auch mit dem Vaporisator, dann wäre meiner Familie viel Erspart geblieben. Genau. Und die Welt wäre friedlicher, wenn alle statt zu saufen nur ein bisschen Cannabis zu sich nehmen. So. Richtig. Das ist ja es gibt immer das Beispiel, du läufst nachts hier durch den Tiergarten, triffst 3 Leute, die einen durchgezogen haben oder triffst 3 Leute, die besoffen sind. Ja. Natürlich sind da die 3, die gekifft haben, sind da viel lieber. Ja. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn 3 Alkoholisierte kommen, musst du aufpassen.
Eben. Also, und das weiß ich als Richter natürlich, 30 Jahre Erfahrung, Gewalttätigkeiten und so weiter. Ich habe keinen Kiffer gehabt und keinen Cannabiskonsument, der infolge von Cannabiskonsum Frauen geschlagen hat, der infolge von Cannabiskonsum Kinder geschlagen hat, der infolge von Cannabiskonsum andere Menschen geschlagen hat. Alkoholiker, ja. Also alleine dieses Argument müsste ja erreichen, zu sagen, liebe Menschen, ab morgen Alkoholverbot, nur noch Cannabis, aber dagegen bin ich auch, weil ich kein Prohibitionist bin und Mitglied zweier Schützenvereine und das würde dann nicht mehr gehen. So. Gut, also Herr Müller, schön, dass Sie hier waren. Ja? Ich habe mir das gar nicht so nett vorgestellt. Ja? Gut. Ich habe es wirklich nicht. Mein Neffe sagte, es war jetzt sehr, wir gucken uns das irgendwann mal an. Ich wollte mich jetzt einfach bei Ihnen bedanken, dass Sie jetzt hier waren, dass wir das nette Gespräch führen konnten. Ja, natürlich nochmal Dankeschön für Ihren Beitrag zur Gesetzesänderung, die wir heute hier haben. Ja. Und nicht nur, weil die das Rauchen aufhören, aber auch als kleine Anerkennung wollte ich Ihnen natürlich hier ein Venti, einen von unseren Produkten hier überreichen und wünsche Ihnen viel Spaß damit. Und besten Dank. Jetzt den Konsum von Nikotin erspart. Genau. Vielleicht. Wir werden gucken. Herr Müller lernt Nikotinentzug. Herr Müller, Dankeschön.